Auf Zigarettenpackungen sind sie schon lange zu sehen. Schockfotos, die vom Rauchen abhalten sollen. Die Europäische Union plant jetzt, solche Warnhinweise auch auf Wein-, Bier- und Schnapsflaschen drucken zu lassen. Alexander Jung aus Erbach im Rheingau ist Winzer aus Leidenschaft. Bei ihm und seinen Winzerkollegen in Hessen macht sich Sorge breit. Das Schlimmste, was für uns passieren könnte, wäre, wenn jetzt tatsächlich solche Schockbilder auf die Etiketten drauf müssten. Das wäre von der Ästhetik her natürlich eine absolute Katastrophe. Und es würde natürlich auch sofort die Situation darstellen, dass man wirklich was Gefährliches tut, wenn man ein Glas Wein trinkt. Und das wollen wir natürlich alle um Gottes Willen vermeiden. So könnten die neuen Etiketten auf unseren hessischen Weinflaschen dann in Zukunft aussehen. Das Thema ist im Rahmen eines Projekts zur Strategie im Kampf gegen Krebs im EU-Parlament aufgekommen. Für die Winzer wie Alexander Jung ein Unding. Man weiß ja noch gar nicht, was tatsächlich kommen soll. Aber vor allen Dingen muss man auch einfach sagen, dass einfach direkt schon das suggeriert wird, dass man was Gefährliches anstellt, wenn man Wein trinkt, ist natürlich überhaupt nicht zielführend. Zumal man ja auch sagen muss, dass es einfach auch Studien gibt, die nachweisen, dass Wein in Maßen genossen eben auch gesundheitsfördernd sein kann. Eben weil es das Herzinfarktrisiko nachweislich senken kann. Man darf es einfach nicht übertreiben, aber das ist natürlich mit vielen Dingen so. Ist es eine Schnapsidee aus Brüssel? Wir haben in der Frankfurter Altstadt nachgefragt und die Hessen sind sich einig. Auswandern. Das sag ich dir ganz ehrlich, das ist ja furchtbar, oder? Also, Wein könnt ihr einem doch nicht nehmen, oder? Da will man doch auch nicht an Schockbilder und so denken. Das ist doch scheiße, oder? Nee, bin ich auch total bescheuert. Das wird das alles in meinen Augen irgendwie das Weintrinken verschandeln. Das wird gar keinen Spaß machen. Weil wenn ich doch eine schöne Flasche Wein auf dem Tisch stehen habe und dann ist dann so ein Etikett jetzt drauf, wie bei den Zigaretten, und dann denke ich, das wäre für mich abstoßend. Ich kenne das von mir, also von früher noch. Da bin ich immer in den Supermarkt gegangen und habe mir die Weine ausgesucht mit den schönsten Etiketten. Und ich glaube, so machen das auch noch relativ viele Menschen. Man kann nur hoffen, dass das nicht irgendwie negative Folgen hat, weil es ja so ein Kulturgut ist. Auch ein hessisches Kulturgut, würde ich sagen. Aber ich glaube auch, dass die Franzosen was dagegen haben und die Italiener. Also, ich weiß auch nicht, wie sehr wirkt das denn bei Rauchern. Also ich glaube, diese Schockbilder, also die ja bei Zigaretten sind, ich weiß jetzt nicht, wie extrem das jetzt die Raucherquote gesenkt hat. Und ob das denn jetzt den Weintrinker, der ja vielleicht mal ein Glas Wein am Abend trinkt, ob den jetzt unbedingt ein Schockbild davon abhält, weiterhin das Glas Wein zu trinken, bezweifle ich. Gerade bei Winzern sind es ja oft noch Familienbetriebe. Es hängt ja dann auch viel Familie, Tradition, Geschichte dran. Wie beim Weingut Jakob Jung aus Erbach im Rheingau. Schädlicher Alkoholkonsum gehört bekämpft, Tradition und Kultur gefördert, sagt der Jungwinzer. In meinen Augen sollte man einfach alles so belassen, wie es bisher ist. Also wir brauchen keine Nährwerttabelle auf einer Weinflasche, wir brauchen keine Warnhinweise auf einer Weinflasche. Wein ist ein Kulturgut, das es einfach schon seit Tausenden von Jahren gibt. Und Wein ist völkerverbindend und ist gesellschaftsfördernd. Und deswegen sollte alles so bleiben, wie es ist. Und wir sollten unser gutes Glas Wein auch immer wieder gerne genießen. Sicher gilt aber, zwischen Alkoholmissbrauch und Genuss zu unterscheiden. Ob und wann die Warnhinweise auf alkoholischen Getränken kommen, das ist noch nicht entschieden.